In meiner Reihe ein Stempelset, 5 Ideen geht es weiter mit dem Stempelset Alphabest. Ich zeige dir eine weitere Idee. Außerdem habe ich die feierlichen Fische auf dem Tisch liegen und du siehst schon, bunt gemischt. Es gibt wieder ein Mini-Album, da weißt du ja, da bin ich wirklich Fan von. Ähnlich wie dieses hier, habe ich im letzten Jahr schon mal gezeigt, oder dieses hier, ja, mit Taschen drin. Okay, also, sei gespannt, bleib unbedingt dran, es geht gleich los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich habe im Moment so viele Ideen, die wir hier vor Ort live ausprobieren und basteln oder die mir selber einfallen. Ich gar nicht weiß, was ich zuerst zeige, deswegen kombiniere ich ein bisschen. In meiner Reihe ein Stempelset 5 Ideen bin ich bei dem Stempelset Alphabest. Und ich zeige dir eine weitere Einsatzmöglichkeit. Natürlich kann man jede Menge Titel damit stempeln, zum Beispiel. Oder wie hier in der Karte, so ein Banner. Klar, Seitenzahlen bieten sich da auch an. Ja, und das Ganze in einem Mini-Album verewigt eingebracht, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich habe das hier schon mal gezeigt, da sind meine Kräuter vom letzten Jahr drin. Ist nicht ganz fertig geworden, wie das manchmal so ist bei solchen tollen Ideen. Da habe ich ganz viele verschiedene Techniken gezeigt und eben bunte Seiten aneinander gesetzt. Mit dem Stempelnerd hatte ich auch schon mal so ein Album zusammen gemacht, dann gab es hier das kleine. Der Unterschied bei den beiden, das ist hier so meine erste Idee, da habe ich die Seiten einfach aneinander gesetzt, so dass das so bunte kleine Halbseiten gibt und wie auch immer. Und hier bin ich dann dazu übergegangen, Fächer rauszubauen und deswegen kann ich dann hier zum Beispiel die Tüten reinpacken. Ja, Montag haben wir hier experimentiert, die Inge und die Irmtraut. Nein, die Annalena und die Irmtraut, die Inge konnte gerade nicht, deswegen habe ich mit der Inge ja eine andere Idee gemacht, die zeige ich demnächst, da hat der Inge auch einen Einfall ohne Ende. Wird total cool, muss ich euch zeigen. Ja, wir haben Baby-Wipe-Technik ausprobiert und auch wiederum experimentiert. Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Und all diese Karten hier, ich zeige die mal kurz hoch. Ich habe mir so Karten in kleinen, ja, normale, eigentlich Kartenauflagengröße zugeschnitten. Und dann habe ich aber gedacht, warum sollte ich da nicht ein Mini-Album draus machen? Alles Baby-Wipe, bunt gemischt. Hier sind noch mehr Seiten. Und im Mini-Album kann man sie einfach komplett sehen. Ja, das wird das Album, du siehst. Und auch hier die Sache mit den Taschen nochmal aufgegriffen. Farbkarton dazwischen gesetzt und hier überall können so kleine Kärtchen rein. Viel Platz für Fotos zur Gestaltung. Vielleicht hier das Foto hin, hier drüben einen Text dazu. Oder auch ganz anders. Ja, wie funktioniert das mit dem Album? Ich habe mir hier Quadrate zugeschnitten aus den Farben, die ich auch benutzt hatte. Also ein bisschen voll reingegriffen, wieder in die bunte Sommerpalette mit Olivgrün, mit Currygelb, mit Glutrot und das Orchideenlila dazu genommen. Sieht jetzt ein bisschen blau aus, aber hier bei mir sieht es wirklich lila aus. Ja, alles Baby Wipe erkläre ich demnächst nochmal, zeige auch diese ganzen Ideen, aber jetzt ja das Album. Also zugeschnitten in 10 x 10 cm. Meine Blätter waren 9,5 x 13,8 cm und jetzt habe ich hier überall Falzlinien gezogen bei 9,8 cm. Hier kann ich die Seiten jetzt einfach falzen. Hier ist auch schon gezogen und hier. Und meine bunten Blätter, meine Auflagen sind praktisch die Verbindung im Buch. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mit der Reihenfolge achten. Ich glaube, ich nehme mal diese Seite als nächstes. Ja, kann bunt gemischt sein, ne? Aber ich sortiere mir das jetzt tatsächlich mal aneinander. Ich fange jetzt einfach an. Ich nehme das Quadrat und mache hier schon mal eine Klappe, indem ich das hier drauf setze. Du wirst gleich die Mechanik, die Technik erkennen. So, setze das bündig drauf. Genau. Hier ist mein Fach entstanden und jetzt siehst du gleich, wie die andere Variante geht. Also wie das andere zusammenzubauen geht. So, ich nehme dieses, also 9,5 mal 13,8 und eine Falzlinie, dass ich hier 9,8 cm habe. 9,5 wäre zu kurz, dann würde das hier drüben auch eine Mattung haben und dann würde der Knick ja nicht genau funktionieren. Ja, deswegen also die 9,8 cm, drei Mattungen umlaufend und eine Seite eben nicht. Hinten muss es bündig sitzen, vorne dann die Mattung.
hier ist meine Klappe und das nächste Blatt setze ich oben drauf. Du könntest auf dieser Seite hier drüben durchaus auch hier hinten noch eine Klebefläche machen. Habe ich nicht gemacht, weil ich war mir noch nicht sicher, welche Karten ich rein tue. Nun habe ich Karten zugeschnitten in 7,5 mal 7,5. Also wenn ich da hinten einfach noch einen Rand ansetze, also noch eine Sperre reinsetze, dann können die auch nicht weg. Die können aber deswegen dann später auch nicht weg, weil ich das ja hier hinten mit dem Buchrücken verschließe. Okay, die nächste Klappe. So, jetzt nehmen wir uns mal eine Seite und kleben mal die Klebeflächen auf, dass wir das auch noch sehen. Und zwar, jetzt kommt mal ein Text hier, da ist so ein Stempel bei. Sei einfach du selbst, fand ich einfach cool, aneinander zu stempeln. Ja, wird hier einmal das große Feld reihum mit doppelseitigem Abreißklebeband. Du weißt ja, Flüssigkleber ginge genauso immer. Aber ich finde das hier gerade so beim Video zeigen eine echt saubere Sache. So, und hier vorne die Beinchen, das Fach, oben und unten ziemlich knapp eine Klebefläche. Hinten ziehe ich alles ab und dann haben wir gleich den Arbeitsschritt, den wir eben schon einmal gesehen haben. Ich werde den jetzt also nicht, bis alle Seiten angebracht sind, wiederholen. Nein, nein, das läuft nicht. Das setze ich jetzt hier hinten bündig einmal komplett, dass ich reihum die Mattung habe, drauf. Nächste Seite. Und du siehst, das ist eben das Schöne, alle meine Papiere sind komplett sichtbar. Und was kommt jetzt für ein Blatt drauf? Wir bleiben an der Reihenfolge. Ein rotes. Blutrot. Wieder musst du hier die Klappe runterhalten, weil die Klappe heißt der Text und da oben genau bündig drauf. Und schon funktioniert das. Und hier könntest du eben, ich hole mal von hinten ein paar Seiten wieder nach vorne, wunderbar wieder dein Papier einsetzen. So, und so geht das weiter, bis du fertig bist, bis du alle Papiere weg hast, so viele Seiten wie du brauchst. Und das ist halt das Schöne, du kannst jetzt, also hier habe ich glaube ich, also 24 waren es, 24 Seiten, genau, für alle Kräuter, die ich letztes Jahr in meinem Adventskalender hatte, also dann schon vorletztes Jahr. Genau, und wie geht das mit dem Bund, also mit der Bindung außen? Ich zeige jetzt mal hinten. Ja, also das wäre meine letzte Seite. Dann würde ich das wahrscheinlich dran setzen oder noch mal eine Klappe dran setzen, damit ich mit dem dunklen Ende. Dann kannst du es wirklich bis zur letzten Seite abarbeiten. Muss mal gucken, habe ich das gemacht? Ne, hier habe ich es nur so angeklebt, so als Geheimfach hinten. Ja, dann kommt vorne die andere Seite gegen. Dann haben wir es schön versäubert. Hier hinten ist der Bund, der ist auch etwas dicker. Das hat aber zum Vorteil, hier vorne wird ja gepackt. Ne? Und wenn du da vorne einpackst, gibt es ja auch eine Füllung. Wenn du hier ein Bild einklebst, schon wird das da eben auch dicker. Und dadurch ist das da hinten schon breiter. Ne? So, und dann habe ich mir ein Stück Papier genommen, und zwar auch passend, und habe das mit einer Stanzform, mit einer Prägeform bearbeitet, dass ich die Welle gebrochen habe eigentlich, also die Faser gebrochen des Papiers. So, und das wird ganz einfach dann auf die Dicke zugeschnitten und es wellt sich ja hier und wird vorne angeklebt, hinten angeklebt und schon hast du eine tolle Bindung. Da kann nichts passieren. Hier siehst du, so wie bei einem echten Buch. Ne? Also es ist wirklich beweglich. Hier kennt man ja auch so aus Büchern, dass das eben da hinten so eine Leinenbindung hat zum Beispiel. Könntest du auch mit Stoff machen, klar. Buchbinderleinen, was auch immer, aber geht eben auch so mit Papier. Und dadurch, dass du hier die Welle gebrochen hast im Papier, also nicht die Welle, die Faser im Papier gebrochen hast, ist das eben beweglich und biegbar und auf jede Dicke anzupassen. So, und jetzt wollten wir ja noch einmal drüber nachdenken, was wir hier schön gestalten können mit den Seiten. Und dann nehme ich mir das Alphabet. Eigentlich hatte ich kurz überlegt, ob ich es dann doch in den Farben mache wie bei meinem Baby Vibe, aber wird mir dann ein bisschen bunt, also gehe ich hier mal auf ganz wenig. Und ganz wenig ist so, ich schaue noch mal hier rein, es wird ja dann immer da unten in die Ecke gesetzt, dass ich hier vielleicht mit Orchideenlila wirklich nur den Rahmen nehme. Diesen luftigen Rahmen finde ich ganz schön. Ich mache einen Stempelblock.
Und das zeige ich mal eben schnell, wie ich das mache. Stempel, ich nehme das Teil, setze das hier drauf. Quer, warum quer? Weil ich meine Stanze dann quer ansetzen muss. Brauche ich öfter. Und ich glaube, ich kann so weit reinschieben in die Stanze, dass ich zwei nebeneinander stanzen kann. Also kann ich das hier auch so wunderbar der Reihe nach einfach durcharbeiten. So. Und machen es mal nicht zu bunt. Jetzt fange ich an, die Zahlen mir zu suchen. Das ist wieder der Spaß mit meiner 1. Nehmen wir mal gern das L. Hier ist die 1. Und dann nehme ich meine 1 und baue sie mir hier mittig rein. Ich nehme noch eine 1. So. Genau, wenn du jetzt mehr Zahlen nimmst, dann würde ich einfach zwei Felder in die Ecke nebeneinander setzen. Kannst du machen, warum nicht? Kannst du auch ganz anders machen, ne? Kannst ja per Hand reinquetschen. Kannst du gucken, ob du zwei Zahlen nebeneinander reinkriegst. Wollen wir mal testen? Machen wir mal. Wir machen es mal. Pass auf. Bei der 1 und der 1, sprich Seite 11, funktioniert das ganz gut. Guck mal. Die 11 kriegen wir auch hin. Müssen wir gucken, ob wir das mit den anderen auch hinbekommen. Ausprobieren. Das war jetzt so nochmal der kleine Empfehlung, wie ich das mit den Zahlen machen würde, mit der Seitensache. Ich nehme noch schnell die Stanze. Weißt ja, Donnerstag ist das Video gern etwas kürzer. Habe ich hier schon wieder irgendwas verschleppt? Fast. Jetzt nachher gleich mal gucken, ob noch alles da ist. Hier gehen ja schnell Dinge verloren. Ich immer von einer Idee in die nächste arbeite. So, mache ich zu. Und dann nehme ich mir hier meine Stanze. Siehst, ich kann auch die zweiten mir noch nehmen. Die dritten würden nicht gehen, aber die zweiten, da könnte ich also von der anderen Seite wieder stempeln. Also alles fertig vorbereiten. So, haben wir. Und wo ist mein Büchlein? Dann würde ich hier unten in die Ecke meine 1 setzen. Vielleicht könnte man das auch hier drüben machen. Vielleicht noch schöner, ne? Weil da ist ja noch nicht so viel los auf dem Schnipsel. Wäre also auch noch eine Option. Da müssen wir uns jetzt einigen, wer es ganz genau haben möchte. Die erste Seite ist normalerweise rechts. Ne, weil das hier ist der Umschlag vom Buch und dann ist eigentlich hier die Seite 1. Aber da kannst du ja ganz frei arbeiten, wie du möchtest. So, ich arbeite jetzt an meinem Buch fertig. Den Titel zeige ich bei Gelegenheit, nämlich wenn ich die Baby-Wipe-Technik zeige, werde ich das Titelblatt machen. Dafür habe ich mir dann auch schon mal zur Empfehlung, wer das jetzt fertig basteln möchte, ein Stück kleiner zugeschnitten, nämlich 7,5 nur mal 9,5 in der Höhe, weil hier drüben kommt ja noch meine Bindung ran. Habe ich irgendwann mal bei irgendeinem Buch falsch gemacht. Fällt mir ein und das fiel mir sofort ein. Da musst du drauf achten. Okay, das war die Empfehlung dazu. Hier siehst du mein buntes Buch. Und das war meine Idee heute für dich. Fertig wird sie in den nächsten Tagen gezeigt. Hier geht es weiter mit noch mehr Ideen, Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Ich freue mich auf dich. Bis gleich in meinem nächsten Video.